da so ein Problem? Ich kann euch sagen, heute machen wir was ganz Verrücktes. Das ist ein bisschen wie bei Le Mans. Ich dachte schon, es geht los. Der Plan hat funktioniert. Jetzt keine Viertelstunde unterwegs und sind hier voll in der Löwenbeide aufgepoppt. Rückwärtsgang ist schon drin. Welch ein Erfolg. Mit diesen prächtigen Löwenmännchen sagen wir Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns. Wir sind Yvonne und René, diese Woche unterwegs im legendären Krüger Nationalpark im Norden Südafrikas. Auch im 5. Jahr unserer Langzeitreise durch Afrika verlieren wir nichts von unserer Begeisterung und Neugier für diesen einzigartigen Kontinent und seine atemberaubende Tierwelt. Und wie könnte ein Film besser beginnen als mit einem Blick in diese vom Leben gezeichneten Gesichter der Könige Afrikas? Narben, Stolz und ungezähmte Wildnis. Ein Auftakt, der direkt unter die Haut geht. Kommt mit und begleitet uns auf eine weitere spannende Reise voller unvergesslicher Tierbegegnungen. Viel Spaß dabei! Da gehen sie hin, die zwei stolzen Kerle. Ich kann euch sagen, heute machen wir was ganz Verrücktes oder haben es sogar schon gemacht. Wir haben uns gestern mit unseren Nachbarn unterhalten, Südafrikaner, die regelmäßig hierher kommen, die allerdings in Holland leben. Und wir haben uns immer gewundert, dass die morgens so früh sind und die sehen immer so viel. Dann haben wir sie gefragt, wie sie das machen. Und du musst deine Lampe ausmachen dazu. Ich mach's an, damit man sich besser sieht. Ich bin ein Beleuchter. Ich bin so früh, ich will auch gar nicht gesehen werden. Auf jeden Fall, die haben erzählt, sie stehen morgens um 4:45 hier am Gate und machen dann alles andere, was man dazu benötigt, zum Aufzuwachen, Zähne putzen, waschen, Kaffee kochen, bla bla. Weil sie wollen mit als erstes draußen sein, weil nur der vorne fährt, der Erste auf der Gasse ist, der auch schnell fährt. Die fahren mit 50 km/h, so wie erlaubt. Und die schlagen irgendwann in die Löwenherden ein. Genau, die haben eine dicke Taschenlampe, gelbe Augen, sind Katzenaugen und dann leuchten die immer. So, da vorne leuchtet ja der Scheinwerfer und zur Seite leuchten die Taschenlampen und dann fahren die halt auf jeden Fall in die Löwen, weil die, wie wir gestern ja wieder gelernt haben, sofort nur, also die sind am liebsten nur auf der Straße, gerade wenn es so nass ist. Jetzt wollten wir das heute mal ausprobieren. Wir sind auf jeden Fall unsere Nachbarn, ich habe sie gehört, wie sie das Zelt aufgemacht hat, bin ich aufgestanden, wie von der Tarantel gestochen, genau so sagt, kann ich sogar morgens noch sagen. Und sind hierher gefahren. Jetzt haben wir uns gewaschen, Kaffee gemacht und jetzt können wir uns entspannen. Es ist nämlich jetzt, glaube ich, erst 4:50 oder 5:05. Abartige Zeiten. Die Beleuchtung hier andrehen. Aber es gibt jetzt erstmal noch einen Kaffee, bevor es losgeht. Aber hier kann man sehen, hier lauern schon die ersten mit uns am Gate vorne. Das ist völlig schön meine Hand gerade, auch so ist verkehrt mit der Hand. Ihr merkt, es ist nicht ganz unsere Zeit, aber dafür ultra spannend. Jetzt gilt es Augen auf und Katzen suchen und nachdem das vor uns fahrende Fahrzeug abgebogen ist, gehört die Pole Position auch noch uns. Möge das Glück mit uns sein. Der Plan hat funktioniert. Jetzt keine Viertelstunde unterwegs und sind hier voll in der Löwenbeide aufgepoppt. Guten Morgen, ihr Lieben. Warum habt ihr es so eilig?
Tatsächlich handelt es sich eher um ein gefühlt sehr junges Rudel, das zielstrebig an uns vorüberzieht und wir somit mit einer eher kurzen, aber keineswegs weniger intensiven Sichtung in den Tag starten. Und wenn wir schon mal dabei stehen, kann gleich Kaffee nachgeschenkt werden. Nach einem zunächst trockenen Morgengrauen meint es Petrus wenig später wieder besonders gut mit der Natur und öffnet erneut seine Schleusen. Was für die Tier- und Pflanzenwelt wichtig ist, ist für unsere Filmaufnahmen eher weniger gut, denn die Feuchtigkeit setzt unserer Technik enorm zu. 2 Wild Dogs. Drei Stück haben sich irgendwie versteckt, weil uns wurden 5 angekündigt. Wir haben eben einen netten Tipp bekommen. Da sieht man mal sehr deutlich, der eine hat ein Halsband an. Wildhunde oder Painted Dogs gelten gerade hier in Afrika als stark gefährdet und für uns ist es in all den Jahren erst das 2. Mal, dass wir welche zu sehen bekommen. Der Gesamtbestand soll nur bei ungefähr 6.000 Tieren sein, wovon ca. 120 hier im Krüger leben sollen. Okay, der möchte nicht, dass wir uns nähern. Der möchte seinen Ride-Off, wie heißt denn das? Ja, ich hab dich auch lieb. Die 2 Kerle hier vorne sind schon ein bisschen aufgeregt. Rückwärtsgang ist schon drin. So ist richtig, ganz brav, ja. Bisschen was fressen noch und dann schön links ins Grüne gehen. Wir würden ja auch weiterfahren, wenn ihr uns lassen würdet. Aber ihr lasst uns nicht. So, jetzt wird's richtig lustig. Jetzt kommen hier die richtigen Profis. Darfst du noch nicht so zeigen, dann, dass die das sehen. Jetzt sind hier nicht nur die dicken Elefanten, jetzt kommt hier noch richtiges Gerät angefahren. Aber die bleiben auch alle brav stehen. Ich bin ja mal sehr gespannt. Da kommt hier eine komplette Militäreinheit oder Anti-Poaching-Einheit, was auch immer das hier ist. Die Polizei vorne dran. Aber die machen hier auch ganz gemütlich langsam und haben Respekt. Das wäre schon ganz gut. Aber wir lassen den mal Vortritt. Die machen uns vor allen Dingen dann den Weg frei. Das kann man aufhalten. Wow. Wahnsinn, was ein Wetter. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt jetzt in einem offenen Safari-Vehikel. Wow. Hier gibt es endlich mal wieder Nyalas zu sehen. Die haben wir schon ganz lange nicht mehr gesehen. Houston, wir haben ein Problem. Wir müssen ins Camp und die Straße ist gesperrt. Das ist endlich mal eine adäquate Ausrede. Wo sollen die Elefanten im Weg stehen? Was für ein mächtiger Wollte ich Bulle grad da sagen, vorne das hier. ist hier- Meine Fresse. Boah, was der für Stoßzähne hat.
Sogenannter Mundraub. Also René nimmt sich jetzt ein Beispiel an unseren Vorfahrern. Die haben einen schönen V8. Da ist er ganz neidisch gewesen schon vorhin. Die fahren jetzt vor und wir beschützen nämlich jetzt mit unseren dicken Toyotas. Die Elefanten sind zu unserer Linken, bitteschön. Wir eskortieren jetzt hier schön die kleinen Autos und beschützen die. Guck mal hier, du. So. Was ein mächtiger Kerl. Du bist so schön. Wir lachen uns kaputt. Zweiter Morgen, 5 Uhr. Wir sind heute um 10 vor 5 losgefahren ans Skate. Le Mans Start im Krügerpark. Du musst deine Lampe mit Stirnlampe, Scheinwerfern, wenn ich sowas ähnliches hier hätte. Hier kam gerade die Rangerin raus aus der Tür. Die hat gerade schon ordentlich geputzt. Und sofort gehen die Autos an. Wir haben 5:28 Uhr. Und ja, innerhalb der nächsten 2 Minuten öffnet sich das Gate und dann geht das große Rennen los. Ich bin hier bewaffnet mit meiner dicken Taschenlampe, 2 leeren Kaffeetassen, ein bisschen Milch ist drin und hier vor allem die dicke Fototasche. So, Achtung, hier wird aber genau auf die Aber Uhr. die guckt genau auf die Uhr. Genau, die hat auch die Uhr in der Hand und guckt genau drauf. Gleich hier 5:29 Uhr. Da geht's auf. Und das Gate geht auf, das Rennen geht los, Scheinwerfer an. Oh, die sind echt erbärmlich bei uns. Ich habe ja die gute Taschenlampe hier. Ich hab den Gang schon drin. Wir sind so ein Rangerwagen, der darf vorher fahren. Scheiße. Die erste Havarie. Ja, Ja. weil diese Lampe ist nicht richtig eingestellt. Das kannst du ja noch machen. Jetzt mach erstmal den Kaffee weg, den die Milch, die du verschüttet hast. Auf deiner Hose. Oh Gott, hier geht das nicht schlecht jetzt. Film, gleich. Jetzt habe ich mir auch noch Kaffee über die Hose geschüttet. Mach die Kamera aus. Ja, die bleibt jetzt hier mal kurz dran, das ist ja gerade spannend. Also, was haben wir hier? Kaffee über meine Hose, Dings über deine Hose. Und Gas geben. Ich muss jetzt mal mindestens hier auf 40 beschleunigen bis 50, sonst überholt mich der nächste. Unsere erste Tierbegegnung ist der Startschuss zu einem ganz besonderen Erlebnis an diesem Tage. Zunächst präsentiert sich uns eine sehr, sehr neugierige Hyäne. Tatsächlich gehören sie zu meinen Lieblingstieren und sie sollen extrem intelligent sein. Und wie sagt man, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Na, Schatzeline, was richten wir uns so? Hm? Was macht die? Sie wollte in unser Auto beißen. So, hier laufen plötzlich 2 Hyänen rum. Das hier ist unsere Freundin von eben, die so neugierig war. Aber da vorne war noch eine viel dunklere. Da sind Wildhunde. Mitten auf der Straße hält sich ein großes Rudel Wildhunde auf, eine der seltensten und faszinierendsten Tierarten Afrikas. Gebannt beobachten wir jede ihrer Bewegungen und haben längst nur noch Augen für diese außergewöhnlichen Jäger. Die Spannung und Dynamik im Rudel zieht uns vollkommen in ihren Bann. Doch plötzlich nehmen wir direkt neben unserem Auto eine Bewegung wahr. Wie aus dem Nichts taucht der Clan der zuvor entdeckten Tüpfelhyäne direkt neben uns aus seinem Bau auf.
Je nach Nahrungsmittelangebot können diese Clans aus nur wenigen Tieren bestehen oder auf über 80 Mitglieder anwachsen. Besonders entzückend sind natürlich die neugierigen Jungtiere, die vorsichtig ihre Köpfe aus dem Bau strecken. Doch erst jetzt erkennen wir den Ernst der Situation, denn obwohl Hyänen und Wildhunde beide zur Ordnung der Raubtiere gehören, sind sie erbitterte Rivalen der afrikanischen Wildnis. Die hochintelligenten Wildhunde scheinen es heute ganz gezielt auf den Nachwuchs der Hyänen abgesehen zu haben. Zum Glück für die jungen Hyänen scheinen es die Wildhunde heute nicht allzu ernst zu meinen, denn eigentlich zählen sie zu den erbarmungslosesten und effizientesten Jägern Afrikas. Ausdauernd, perfekt organisiert und blitzschnell im Rudel. Nach einigen eher halbherzigen und erfolglosen Annäherungsversuchen verlieren sie jedoch schnell das Interesse und wenden sich wieder sich selbst und dem Spiel innerhalb des Rudels zu. Ihr passt jetzt mal schön aufeinander auf, auch dein Ohr, du meine Fresse. Schätzi, passt ihr mal schön auf euch auf auch, gell? So auf deine Kinder. Sind alle noch da? Noch ganz überwältigt von dieser intensiven Begegnung setzen wir unsere Reise weiter in den Süden fort, unserem nächsten Ziel Bergendal entgegen. Wenn euch unsere Filme gefallen, dann empfehlt unseren Kanal gerne weiter und lasst uns ein Abo da. Jede Unterstützung hilft uns dabei weiterzuwachsen und motiviert uns weiterhin so viel Herzblut und Arbeit in unsere Filme zu stecken. Wer unsere Reise direkt unterstützen möchte, findet den PayPal-Link wie immer unter der Videobeschreibung. Und jetzt wünschen wir euch weiterhin ganz viel Spaß beim Mitreisen und Eintauchen in diese faszinierende Tierwelt. Jetzt haben wir Bergendal erreicht, sind jetzt auch schon wieder seit 5 Stunden unterwegs. Jetzt gehen wir hier erstmal Pause machen. Wir haben hier einen Nachtplatz gebucht, eine Campsite. Und was sehe ich hier? Einen australischen Land Rover. Das ist natürlich schon ein Ding. Ein Doka, Doppelkabine 130er. Das ist ja auch noch geil. Mich wundert zwar, dass der Australier Land Rover fährt und kein Toyota, aber es kann ja mal passieren. Nach einer ausgiebigen Mittagspause zieht es uns am späten Nachmittag nur noch einmal kurz in die direkte Umgebung des Camps hinaus. Dafür sind wir ja schließlich da und wir werden prompt belohnt. Die Geier weisen uns den Weg.
Hyänentag heute. Sehr, 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 sehr geil. Genau das, was ich mir so ein bisschen gewünscht habe. Wir waren ja bisher ein bisschen unterversorgt in Hyänen in all den Jahren, die wir hier schon reisen. Und heute haben sie es uns alle, also wirklich alles haben sie heute gegeben. Finde ich sehr geil. War schon ein ganz großes Kino, muss ich auch sagen. Also das war sehr dankbar, was wir heute so erleben durften. Dieses große Pack mit den Wildhunden, die Rotte, wie auch immer man das im Deutsch sagt, im Englischen sagt man Pack. Rudel. Und in Interaktion mit den Hyänen und den Kleinen heute Morgen, das war schon der pure Wahnsinn. Jetzt sind wir einfach nochmal entspannt, nochmal eine Stunde rausgegangen und haben jetzt wieder die zwei gesehen. Also das ist schon sehr, sehr geil. einen schönen frühen guten Morgen. Ja, ich bin gerade eben erst aus dem Bett, direkt ans Steuer vom Auto und wieder hier vorne sind wir ans Gate gefahren. Und heute sind wir tatsächlich die Ersten. Also wir schaffen es immer früher in Wallung zu kommen. Und werden jetzt noch, ich schätze mal, 25 Minuten warten müssen, bis das Tor da vorne aufgeht. Wir gucken mal hier drin. Die Frau ist auch schon sehr motiviert. Die putzt immerhin schon mal die Zähne. Hyänen zu Beginn. Ob es wieder ein Hyänentag wird? Das ist jetzt gerade mega spektakulär, weil da vorne Liegt ein schlafendes Rhino. Rhino. Jetzt bin ich mal gespannt. So groß wie das ist, dürfte es ja ein Breitmaulnashorn. Hier ist Stau. Ist auch geil. Hä? Der fährt jetzt rückwärts, der Typ. Und der hier, unser kleiner Freund, das Rhino, pustet immer mehr, weil der provoziert wurde von den Autofahrern, die einfach so an ihm vorbeigefahren sind. Das ist jetzt nicht ganz so ohne. Guten Morgen. Wenn das aufsteht, dann kacke ich mir in die Hosen. René hat ja, mach mal deinen Arm runter. René hat ja dieser Tage gesagt, ach, jetzt so ein Nashorn, was ihm in die Seite reinläuft. Ich meine, das ist ja das Nachspielen von Hatari, deswegen kam ich da drauf. Der atmet aber ganz schön schwer. Also ich möchte fast so eine Beule in der Tür wert. Ich möchte nicht. Aber das ist schon ganz schön, Mann. Das Tier ist jetzt hier 3 Meter von uns weg mit seiner Nase. Wenn das jetzt hier aufsteht, dann geht aber richtig mir der Zappen. Aber das ist mega, wenn man hört, wenn es sich bewegt und die Haut da auf dem Asphalt da so lang schabt. Das ist schon gigantisch. Wie er atmet, sie es. Und ich meine, was ein Gerät auch. Ja. Das Gerät. Die Gerät. Wir sehen ja viele Elefanten, die sind ja von der Hautstruktur und sowas ja irgendwie auch ähnlich, aber die sieht man halt öfters, bleiben weiterhin auch sehr beeindruckend. Aber jetzt hier mit so einem Nashorn, und ich erinnere mich an vor 3 Jahren war es, glaube ich, in Namibia. Die Folge kann man euch vielleicht verlinken. Da habe ich mir ganz schön in die Hosen gemacht, als das Rhino. Das war halt ein voller freier Wildbahn irgendwo, ja, ganz am Ende Namibia in der völligen Einsamkeit. Und da hatte ich echt Angst, dass mir das Tier vorne in den Kühler reinrennt und meinen Kühler zerstört. Und dann hätten wir nämlich ganz schön dumm ausgeschaut. So, jetzt lassen wir dich mal. Du armer Kerl, hier bist belagert. Aber deswegen sind wir ja auch da, deswegen kannst du ja auch leben. Viel Glück weiterhin. Hat ja schön vorne die Hörner, die Stoßzähne will ich schon sagen, die Hörner abgesegelt bekommen. Abgesegelt. Ach, ja, es ist früh, Leute. Es ist früh, ich hatte nur eine halbe Tasse Kaffee. Also das macht man halt generell zum Schutz der Nashörner, damit sie nicht gewildert werden. Man, so ein Wilderer findet am Ende so einen Fuß noch ganz gut wahrscheinlich, damit er sich einen Regenschirmständer draus machen kann. Furchtbar. Aber in erster Linie sind es eigentlich die Hörner, wie bei den Elefanten die Stoßzähne.
Die Nähe zu dem Tier lässt unseren Adrenalinspiegel sprunghaft ansteigen. Selbst ohne seine imposanten Hörner strahlt dieses gewaltige Tier pure Kraft und Präsenz aus. Das Absägen der Hörner dient schlicht dem Schutz vor Wilderern, denn selbst in den Nationalparks wird noch immer stark gewildert, da Nashornhorn auf dem asiatischen Schwarzmarkt zu horrenden Preisen gehandelt wird. Seht ihr mal ein Blitzgerät. Hier wird nämlich geblitzt an besonders prekären Stellen, weil natürlich, so wie uns das ja auch schon passiert ist, gerne die Gäste abends oder morgens, nur abends, nicht morgens, gerne mal zu schnell fahren, damit sie in ihr Camp kommen. Und da haben sie jetzt, habe ich das schon mehrfach gesehen, da sind doch tatsächlich Blitzgeräte drin. Ob sie funktionieren, weiß man nicht, aber werden sie schon sein. Das werden wir noch erleben. Das hoffentlich nicht, weil das tut richtig Dudu. Auch sowas passiert hier leider, dass auch mal ein Tier überfahren wird. Nicht schön, aber kommt vor in der Natur und im Leben. Nächste Woche verlassen wir dann die Tierwelt des Krüger Nationalparks und haben einen wirklich herben Verlust hinzunehmen. Was das sein wird, verraten wir euch dann in der nächsten Woche. Bis dahin bleibt uns nur ein herzliches Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Bleibt immer gesund und wir sagen Tschüss und Bye-bye. Bis nächsten Sonntag.